Hallo und herzlich willkommen zur allerersten N-Direct. In der N-Direct präsentieren wir, N-Diversum Studios, euch Projekte, welche ihr schon bald sehen können werdet. Wir veröffentlichen hauptsächlich Minecraft-Mischnummer, aber manchmal noch Videospiele und in Zukunft etwas anderes Zeugs. Also legen wir gleich los. Bevor wir aber zu den brandneuen Projekten kommen, schneiden wir erstmal rüber zu Cosmo Freak, der euch erzählen wird, wie die Produktion von seiner Serie Bessek läuft. Hashtag, wo bleibt Bessek? Ja, diese Frage wird nicht oft genug gestellt, dass sie als Hashtag Sinn ergibt, aber ihr wollt doch sicher wissen, wie es mit Bessek aussieht, oder nicht? Tja, aus der Motivation, dass Bessek noch dieses Jahr kommen soll, hat sich dadurch die Produktion aus einer großen Bremse befreit. Wir kümmern uns aktiv um Charakterdesigns und Skins, suchen nach den letzten fehlenden VAs und schon sehr bald können wir den Bau angehen, wonach wir Staffel 1 endlich animieren können. Was die Musik betrifft, natürlich sind eine Handvoll Leute im Team Fake dazu, und weil Bessek eine Serie ist, müssen wir nicht für jede einzelne Szene ein neues Stück komponieren. Aber der Organisierung zuliebe kann ich nur sagen, wenn ihr damit aushelfen wollt, ihr einigermaßen musikalisch begabt seid, ihr könnt euch gerne bewerben. Also ein kleines bisschen müsst ihr noch auf Bessek warten, aber ich kann euch versichern, es kommt verhältnismäßig früher, als ich es euch je versprochen habe. Das sage ich jetzt nur, weil ich es euch noch nicht versprochen habe, aber es ist auf dem Weg und ihr könnt euch freuen. So, jetzt müsst ihr hoffentlich nicht mehr das Hashtag wo bald Bessek benutzen, weil ihr jetzt wisst, es ist auf dem Weg, es kommt und ihr könnt gespannt sein. Wie ihr sehen könnt, ich gehe das ziemlich optimistisch an und man muss dabei auch optimistisch sein, seien wir mal ehrlich. Ich wünsche euch noch eine fröhliche restliche N-Direct und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yo Leute, willkommen im Leisemat HQ. Ich bin weiter hier, um euch so ein bisschen auf dem Date zu keepen. Kist Royale hat ein mega crankes Update bekommen, denn jetzt könnt ihr die neue Backrooms Map spielen und euch in den unendlichen Weiten der Hinterräume battlen, yo. So, aber jetzt muss ich mich erstmal umziehen. Bis gleich, yo. Hey, ich bin Weihnachtstor und ich möchte euch heute von einer meiner liebsten Weihnachtsgeschichten erzählen. Eine Geschichte über einen Mann, der Weihnachten mehr hasste als alles andere auf der Welt. Doch in dieser Weihnacht wird selbst er Besuch bekommen. Und zwar von jemandem, den es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Sehen Sie es perfekt für unser neues Studio? Ja, mit Arbeit. Ja, naja, gut, dass meine Tat so nicht diesen Ort so spontan gefunden hat.
Was machen wir mit dem Hund? Einfach machen lassen, er ist weit genug von der geplanten Wand entfernt. Er ist genau ein Block daneben. Passt schon. Und über Basic Staffel 1 erzählt euch jetzt Cosmo Freak mehr. Also, willkommen zurück. Ihr wollt doch sicher eine Charakter-Preview für Basic. Ich wollte nur mal so gefragt haben. Hund. Tja, das war der Hund im Hintergarten von Indiversum Studios. Hi, ich melde mich auch mal wieder. Ich sollte ja eigentlich über meine Doctor Who Fanfilm-Serie reden, aber das lässt sich noch Zeit. Stattdessen kann ich euch mit voller Stolz The Forbidden Gaming Library vorstellen. Man kann sich diesen Kanal wie als Fusion aus Shimtex und Yudarum vorstellen. Und er wird direkt 3 neue Formate erhalten. The Many Versions of oder jede Version von. Hier werden alle Versionen von bestimmten Videospielen analysiert, welche Unterschiede und/oder Zusatzinhalte existieren. Wenn möglich sowohl digital als auch physisch. The Lore of oder die ganze Geschichte von. Hier wird die ganze Lore eines bestimmten Spiels analysiert und eventuell verglichen mit dessen Vorlage und früheren Versionen. The Case of oder der Fall von. Hier wird die Hintergrundgeschichte und größere Skandale eines bestimmten Spiels beleuchtet. Formatnamen nicht final und könnten sich noch ändern. Aber ich will euch gar nicht mit langem Gerede nerven, lasst uns einen ersten Blick auf das erste Video werfen. Gefällt dir die Indirect bisher? Magst du es, Dinge zu erschaffen? Findest du Indiversum Studios cool? Dann sei doch dabei! Indiversum Studios ist stets auf der Suche nach Leuten, die interessiert sind, dem Team beizutreten. Bei Indiversum Studios gibt es Projektleiter, Mitglieder und das Voice-Actor-Programm. Projektleiter setzen im Rahmen von Indiversum Studios ihre Ideen um, ganz egal, ob es ein Film, eine Serie, ein Videospiel oder auch etwas ganz anderes Kreatives ist. Mitglieder können alles sein, von Bildern zu Charakterdesignern zu Programmierern, vieles mehr oder auch mehr davon. Und das Voice-Actor-Programm ist ein Raum, welchen wir neuen und Amateur-Voice-Actern geben wollen, in welchem sie sich austauschen können, zusammenarbeiten können, ihre Arbeiten teilen und Feedback erhalten können, aber als allererstes auch von unseren Casting-Calls erfahren und vieles mehr. Solltest du kein Deutsch sprechen, haben wir ein English Department für unsere englischsprachigen Projekte. Dort gibt es zwar kein volles Voice-Actor-Programm wie im Deutschen, aber egal ob du Voice-Acten bauen oder etwas anderes machen möchtest, wir warten auf dich. Um dich bei Indiversum Studios zu bewerben, schau in die Videobeschreibung, tritt dem offiziellen Indiversum Studios Discord-Server bei, geh in den Kanal Bewerben und füll das Formular aus. Wir freuen uns auf dich. Und wo wir schon vom Voice-Actor-Programm sprechen... Indiversum Studios präsentiert die Indiversum Studios Voice Actor Programm Fandubber Challenge. Ein kürzerer Name ging nicht? Nein? Okay. Jeder, der im Indiversum Studios Voice Actor Programm ist, hat jetzt bis zum 21. August Zeit, um einen von 4 ausgewählten Clips zu fandubben.
Wir wählen dann den besten Fan-Dub aus und der Gewinner bekommt 15 € Steam-Guthaben. Wenn ihr dem Voice-Actor-Programm beitreten wollt, gibt es jetzt im Bewerben-Challenge ein Schnellspurformular, womit ihr schneller als sonst reinkommen könnt. Und dann steht euch nichts mehr im Weg, auch bei der Challenge mitzumachen. Einen Link zu den genaueren Details der Challenge findet ihr dann auf dem Server im Kanal VA Ankündigungen. Wir sind gespannt auf eure Einreichungen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Indirect. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr freut euch sehr auf die ganzen neuen Releases und die Challenge. Der Hund hat euch sicher auch gefallen, oder? Jetzt hat er endlich ein richtiges Zuhause. Aber bevor ihr nach Hause gehen könnt, haben wir noch eine letzte Sache für euch. Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Did I get fucking isekai? No cute cat girls. Check. What about magic? You guys have that here? You should write a book considering how many words you know. Und hier alles, was besonders gut geklappt hat. Test. Und wo wir schon vom Voice-Actor-Programm sprachen und wo wir von Wir sind gespannt auf eure Einreichungen. So, ich hab's eingesprochen. Krieg ich jetzt einen Keks? Yay! Und das Voice-Actor-Programm ist ein Raum, in welchem wir neuen und Amateuren Ist ein Raum, welchen wir... Gehe in den Kanal bewerben und fülle das Formular aus. Wir freuen uns auf dich! Aber ich will euch gar nicht mit langem Gerede auf das erste Video werfen. Was? Einfach machen lassen. Der ist Das ist einer. Aber ich will euch gar nicht mit langem Gerede... Ach, Nicht vergessen, unten zu klicken, um den offiziellen Nendiversum Studios YouTube-Kanal zu abonnieren.